Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode haben wir mal wieder einen Teil von Eagle Industries und zwar den SPC, den Scalable Plate Carrier vom United States Marine Corps. Wie ihr schon seht, das Outfit ist nicht ganz passend, und zwar ist die Utility Cap hier zwar vom United States Marine Corps, aber eben noch mit dem Chocolate Chip Desert, dem Six Color Desert, welches noch primär im ersten Golfkrieg getragen wurde. Ich habe komischerweise keine Kopfbedeckung im normalen Marpat gehabt, deswegen müssen wir heute damit Vorlieb nehmen. Aber an sich eigentlich auch ein viel cooleres Stück, weil deutlich älter und deutlich schwieriger zu finden. Aber eben dann hier die Kombination, wie man quasi den Plate Carrier sieht, mit einem Teil vom Frog Kit vom United States Marine Corps, nämlich hier dem Combat Shirt. 2008 ist der SPC eingeführt worden, nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zu den bisher genutzten Schutzwesten. Das ist dann primär zu der Zeit die MTV oder die IMTV. Das ist die Modular Tactical Vest oder eben die mit dem I am Anfang, die Improved, also die verbesserte Version, wo dann eben nochmal das ganze Feedback mit umgesetzt wurde, was aus der Truppe kam. In Afghanistan und im Irak, gerade in diesen heißen Regionen, bergiges Gelände etc., hat denn das Marine Corps für sich festgestellt, dass sie einen Plattenträger benötigen. Eine leichtere Option für die Aufnahme von Hart- und Weichballistik. Weichballistik ist hier auch gleich das Stichwort, und zwar besitzt dieser Plate Carrier eine eingenähte Weichballistik. Der SPC kann, wie hier gesehen, mit dem Kummerbund getragen werden, bietet aber ebenfalls wie bei der MBAV die Option, das Ganze auch nur mit einem Fastex-Verschluss an der Seite zu schließen und eben den Kummerbund wegzulassen. Und im Normalfall kommt hier noch eine Tasche für die Seitenplatte hin, genauso wie auf der anderen Seite, um halt eben nochmal den Schutz zu erhöhen. Referenzen gibt es natürlich einige, gerade aus der Zeit in Afghanistan, wo der Träger natürlich super viel Verwendung fand. In schönen Kombinationen natürlich hier das Coyote mit dem Desert Marpat oder eben auch noch mit dem regulären Marpat im Einsatz. Während der Suche nach ein paar Bildern habe ich dann auch noch ein Bild gefunden von einem SAW-Schützen, also mit dem M249, der diesen Plate Carrier in Kombination mit dem Tactical Assault Gear Gunner Chest Rig trägt. Auch ein cooles Chest Rig, muss man nicht haben, beruhigt aber, wenn man es hat. Nice to know, der SPC, den sehen wir auch in einer Hollywood-Produktion, nicht ganz passend von Zeitraum und auch nicht von der Einheit, aber eben bei 12 Strong trägt einer der Schauspieler ein SPC, aber auch nur eine Reproduktion in einem, ja, ich sag mal, Ranger Green Tone, und das ist der Charakter, der Michael Shannon, der den Hal Spencer im Film spielt. Ist natürlich, wie gesagt, falsche Zeit und auch für die Truppe nicht das Richtige. Aber dort kann man eben einen Nachbau in Action sehen. Dann schauen wir uns den Plate Carrier einmal im Detail an. Ich fange gleich mal hier vorne an mit dem Front Flap. Und zwar haben wir hier wieder die Möglichkeit, ein Magazin-Insert einzuführen. Kennt man von vielen modernen Systemen. Ich habe jetzt hier eins, was nicht ganz passt, aber nur um es mal zu zeigen. Das sind solche Elemente. Das ist hier ein Dreier für 7,62 Magazine für ein LBT Chest Rig, aber so ähnlich sieht es dann aus, eben halt auch für M4 etc. Kommt hier vorne quasi rein, wird dann festgeklettet, und dann haben wir hier drin die Möglichkeit, auf Magazine zuzugreifen. Auch so ein Feature, was wir schon bei der MBAV etc. sehen. Kann man natürlich aber noch andere Sachen reinstecken. Dann haben wir oben eine kleine Klettfläche eben für diese Marine Identification Patches. Hier vorne sehen wir so etwas, was nicht so ganz oft vorkommt, aber dass eben die PALS-Schlaufen versetzt angenäht sind, um noch eben mehr Modularität bieten zu können, dass man die Taschen nochmal minimal anders versetzen kann. Das haben wir aber nur hier oben, wie ihr seht, und hier unten haben wir dann ganz normal die PALS-Elemente angebracht. Um die Front Flap zu öffnen, haben wir hier einen Druckknopf. Damit ist das nochmal gesichert und dann eben ganz einfach easy mit Klett. Wie ihr schon wahrscheinlich so ein bisschen gesehen habt, hier ist der Kummerbund verstärkt. Das ist in so einem Kunststoff oder irgend so ein Material. Auf jeden Fall
drin, damit das alles nicht so rumwabbelt. Ist nicht gang und gäbe, dass sowas gemacht wird, hat die eine oder andere Weste. Hier vorne haben wir die zwei Plastikringe, und zwar kann hier ein Adapterelement angebracht werden, um das Assault Pack direkt mit dem Plate Carrier zu verbinden. Wie ihr hier schon seht, haben wir hier die Side Straps quasi mit einem Plastikschnellverschluss. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Hier kann der Plattenträger geschlossen werden, wenn ich das Ganze auch so ohne Kummerbund tragen möchte, oder eben aber auch einfach noch so, kann man sich das Ganze ganz gut an den Körper anpassen. Natürlich auf beiden Seiten dementsprechend. So, im Inneren haben wir hier das Label, hier unten die Datierung Februar 2010 und dann hier halt eben welches Element das gerade ist, weil jedes Element hat ein eigenes Label mit einer eigenen NSN und kann somit ersetzt werden, wenn irgendwelche Teile kaputt sind. Dann kann man halt nochmal zum Beispiel das Backpanel anfordern. Hier das ganz normale Eagle Industries Logo. Die Klappe hier unten ein bisschen mehr gepolstert und eben hier im Inneren an der Körperseite ist eben die Weichballistik eingenäht. Hier vor ist wieder die Halterung für die Hardballistik. Ja, hier haben wir das Frontpanel. Hier ebenfalls das Eagle Industries Logo. Hier sehen wir auch so ein typisches Labelproblem von Eagle Industries, dass das durch den Kontakt mit dem Körper vorne immer mal ein bisschen abreibt. Da haben wir auch manchmal Label, das so gut wie gar nichts mehr zu erkennen. Ja, hier haben wir die Möglichkeiten, den Groin Protector, also den Unterleibsschutz, anzubringen. Hier vorne ist noch der Gegenpunkt für den Druckknopf, wie schon erwähnt. Und hier eben die Frontklappe, auch hier wieder eingenähte Weichballistik und eben die Halterung für die Schutzplatte. Hier oben noch Klett für die Schulterpolster, um die anzubringen, damit die auch von innen gehalten werden. Gucken wir uns mal den Rücken an, beziehungsweise hier noch den Kummerbund. Und zwar ist der von innen verstärkt mit so einer Kunststoffplatte. Was für Material genau das ist, kann ich nicht sagen. Ist halt komplett vernäht. Gibt halt ein bisschen mehr Stabilität dem Kummerbund. Jeder, der das kennt von anderen Plattenträgern, die sowas zum Beispiel nicht haben, die sind halt mal ein bisschen weicher in manchen Fällen. Hierhinter verbirgt sich die Einstellmöglichkeit für den Kummerbund, für die Weite. Die haben wir hier, können wir unten rausziehen und dann dementsprechend für uns einstellen. Die beiden Elemente hier verhindern das Verrutschen des Kummerbunds nach innen. Und so habe ich eben die Möglichkeit, dass wenn ich das Ding ausgezogen habe, irgendwo hinlege, dass ich es auch sehr schnell wieder anziehen kann und alles sofort wieder passt. Hier haben wir die Berge-Trageschlaufe. Hier hinten ist noch eine Klettfläche für das Namensschild, damit ich auch von hinten erkennen kann, wer da vor mir unterwegs ist. Und dann haben wir hier zwei Plastik-Schnellverschlüsse, um das Ganze eben voneinander zu trennen. Und eben zu zerlegen, abzuwerfen, was auch immer ich da gerade vorhabe. Genau, ja, am Ende machen wir das Ganze einfach mal wieder zu. Und dann war es das soweit zum Eagle SPC. Dann bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.